In letzter Zeit fragen mich vermehrt Mandanten, ist es eine gute Idee, die Staatsbürgerschaft von Paraguay zu erwerben oder nicht? In diesem Video will ich näher auf diese Frage eingehen. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Ich weiß ja, dass viele von euch planen, zum Jahreswechsel auszuwandern. Deswegen haben wir in der zweiten Jahreshälfte 2024 noch einige interessante Seminare und Workshops für Auswanderer geplant. Bei allen unseren Seminaren geht es um Themen wie rechtssichere Steueroptimierung im Ausland, Vermögensschutz außerhalb der EU und natürlich auch zweite Staatsbürgerschaften. Neben einem intensiven Kurs- und Seminarprogramm gibt es immer viel Raum für Networking bei unseren Events. Networking mit mir, mit Daniel und natürlich den anderen Teilnehmern. Das Beste ist, dass dein Ehepartner, Lebenspartner oder Geschäftspartner kostenlos zum Seminar, zum Workshop mitkommen kann. Alle weiteren Informationen zu unseren Seminaren und Workshops findest du im ersten Kommentar zu diesem Video. Ich würde mich freuen, dich bei einem unserer Events dieses Jahr kennenzulernen. Seit Ende Juni 2024 können auch Deutsche endlich eine zweite Staatsbürgerschaft in einem Drittstaat erwerben, also nicht in einem EU-Staat. Das ging ja schon davor. Schweizer können dies ja schon sehr lange. Unsere österreichischen Freunde müssen leider weiterhin warten. Es ist nach wie vor fast unmöglich, als Österreicher eine zweite Staatsbürgerschaft zu erwerben. Aber eben als Deutsche haben wir nun seit Ende Juni 2024 das Recht, ohne einen Beibehalterantrag und ohne irgendwelche anderen Bedingungen im Ausland eine zweite Staatsbürgerschaft zu erwerben. Wir haben ja selbst schon vielfach darüber gesprochen. Jetzt gibt es natürlich die bekannten Citizenship by Investment Modelle. Auch diese haben wir hier ja schon besprochen. Antigua und Barbuda, Dominica, das sind die bekannten Karibikpässe, also St. Lucia, Antigua und Barbuda, Dominica und so weiter und so fort. Dort wurden aber vor kurzem die Preise erhöht. Jetzt kostet dort ein Pass schnell mal $250.000 und das ist natürlich schon recht happig. Deswegen sind unsere Mandanten immer auf der Suche nach anderen guten Möglichkeiten, eine Staatsbürgerschaft zu erwerben. Eine der einfachsten Methoden dabei ist natürlich, eine Staatsbürgerschaft durch Einbürgerung zu erwerben. Also dadurch, dass man Bürger eines Landes wird, sich dort aufhält und dann nach einigen Jahren die Staatsbürgerschaft bekommt. In der EU ist dies ja normalerweise ungefähr nach 5 Jahren möglich. Wir haben ja schon verschiedene Beispiele dazu gebracht. Vor kurzem zum Beispiel ein Video zum Thema Staatsbürgerschaft in Irland und was die Vorteile dieser irischen Staatsbürgerschaft sind. Aber Südamerika hat natürlich für viele Mandanten einen Reiz. Es ist nicht in der EU. Man denkt an die schweren Krisen, denen wir hier mittlerweile in der Welt ausgesetzt sind. Man denkt vielleicht an einen dritten Weltkrieg oder an eine andere Katastrophe und möchte für einen Plan B natürlich lieber etwas haben, das außerhalb der EU ist. Und dort bietet sich natürlich Südamerika an. Südamerika ist der klassische Einwanderungskontinent. Und gerade für Deutsche ist ja Paraguay eins der Länder, wo wir eine lange Beziehung und eine wechselvolle Geschichte haben. Denn Deutsche sind ja schon seit, ich möchte sagen, etlichen 100 Jahren nach Paraguay ausgewandert. Sehr viele Mandanten haben während Covid oder auch danach die Daueraufenthaltsgenehmigung in Paraguay erworben. Früher konnte man praktisch sofort die Daueraufenthaltsgenehmigung bekommen. Nun muss man zunächst eine temporäre Aufenthaltsbewilligung für 2 Jahre beantragen. Dann kann man die Daueraufenthaltsgenehmigung bekommen, aber eben mit praktisch keiner Anwesenheit im Land, also minimaler Anwesenheit. Ein paar Tage sind dafür notwendig. Paraguay ist eins der Länder im Südkegel, also von Südamerika noch eins der südlichen Länder. Der Südkegel, auch dazu haben wir vor kurzem ein Video gemacht, gilt als besonders sicher, selbst im Falle zum Beispiel eines Atomkrieges. Daneben hat Paraguay andere Vorteile.
Also es ist steuerlich sehr attraktiv, die Lebenshaltungskosten sind relativ gering, auch Land kann man dort kaufen. Wir haben mehrere Mandanten, die in Paraguay Land gekauft haben und dieses bestellen lassen vor Ort und dadurch einen gewissen Ertrag erwirtschaften pro Jahr. Und vor allen Dingen, Paraguay ist ein offenes Land. Es werden einem hier relativ wenig Schranken in den Weg gelegt. Es gibt relativ wenig Auflagen. Das führt allerdings meiner Meinung nach dann auch dazu, dass hier unrealistische Erwartungshaltungen geweckt werden und es alles als zu einfach dargestellt wird. Ich möchte an dieser Stelle etwas sehr Wichtiges sagen. Ich habe schon einige YouTube-Videos gesehen, wo dann hier schon fast lachend bekannt gegeben wird, dass man es zu seinem Vorteil nutzen kann, dass Paraguay ein so korruptes Land ist. Man könne hier, so wird es wenigstens suggeriert, sich sozusagen den Pass kaufen, indem man hier dem richtigen Beamten ein paar Scheine zusteckt. Natürlich, wenn das die Prämisse ist, also wenn sozusagen das hier deine Absicht ist, damit du den Pass möglichst einfach bekommst, dann kann ich mir natürlich vorstellen, dass es recht einfach ist, in Paraguay etwas zu erreichen. Ich würde dir allerdings davon ganz klar abraten. Und ich würde dir deswegen davon abraten, weil du ein hohes Risiko läufst, dass dir dann irgendwann der Pass aberkannt wird. Es gibt ja etliche Beispiele momentan gerade im Bereich von den Pässen, wo Korruption aufgedeckt wird. Man erinnere sich nur an Zypern. Dort gab es das Citizenship by Investment Programm. Dort sind vor kurzem 10 Pässe aberkannt worden. Gerade läuft in einigen der bekannten Karibikinseln hier eine detaillierte Untersuchung zum Thema Korruption. Auch diese Pässe werden dann entwertet werden. Gut, in Paraguay musst du jetzt hier keinen Betrag dafür bezahlen, dass du diesen Pass bekommst. Aber wenn es herauskommen sollte, dass du diesen Pass in Paraguay durch Korruption erworben hast, dann kannst du davon ausgehen, dass du ihn verlieren wirst. Tatsächlich kommen solche Sachen öfter raus, als man denkt. Auch in so Ländern Südamerikas wie Paraguay. Und gerade wenn ich mich an die Corona-Epidemie zurückerinnere, da hatten ja dann zum Schluss die Behörden in Paraguay relativ wenig Verständnis für Deutsche, die dort hingekommen sind, um der Impfpflicht letztlich zu entgehen. Man wollte eben hier international nicht schlecht dastehen und hat sich hier relativ schnell dann den internationalen Richtlinien angepasst. Also du kannst nicht davon ausgehen, dass so etwas dann einfach vergraben werden würde und unter den Tisch fallen kann. Sollte ein solcher Beamter hier ertappt werden, kannst du davon ausgehen, dass das medienwirksam ausgeschlachtet wird, weil eben diesen Ländern ihre Reputation doch schon sehr wichtig ist. Also daher, ich würde dir auf jeden Fall davon abraten, hier Beamte in Paraguay zu bestechen. Und alles, was ich jetzt hier sage, sage ich immer unter der Annahme, dass man nicht per Bestechung den Prozess irgendwie beschleunigt hat, was die zweite Staatsbürgerschaft anbelangt. Ja. Grundsätzlich ist es so, dass du die Staatsbürgerschaft in Paraguay beantragen kannst, wenn du dort mindestens 3 Jahre die unbeschränkte Aufenthaltserlaubnis hattest. Also, jetzt hatte ich vorhin gesagt, du hast zunächst mal 2 Jahre die beschränkte Aufenthaltserlaubnis, dann kannst du die unbeschränkte beantragen. Wenn du diese 3 Jahre hast, also insgesamt nach 5 Jahren, kannst du dann die Staatsbürgerschaft in Paraguay beantragen. Es gibt in Paraguay bestimmte Investitionsprogramme, wo du dort in ein Business zum Beispiel investieren kannst. Und der Betrag ist meiner Meinung nach relativ gering. Damit musst du dann nicht die temporäre Aufenthaltserlaubnis beantragen, sondern kannst sofort die unbeschränkte Aufenthaltserlaubnis bekommen und kannst somit möglicherweise schon nach 3 Jahren die Staatsbürgerschaft beantragen. So, jetzt ist es relativ wichtig zu verstehen, dass es einen Unterschied gibt. Vielfach wirst du im Internet gelesen haben oder auf YouTube gesehen und gehört haben, dass doppelte Staatsangehörigkeit in Paraguay nur für Italiener und Spanier möglich ist oder aber wenn du in Argentinien geboren bist. Das ist korrekt, so ist das Gesetz. Aber in der Praxis, so habe ich das bei unseren Mandanten gesehen, wird dieses Gesetz von den Behörden nicht wirklich durchgesetzt. Natürlich hängt das immer auch vom Sachbearbeiter ab, ganz klar. Aber wie soll man da tatsächlich kontrollieren, dass du dann deine deutsche Staatsbürgerschaft
tatsächlich abgegeben hast. Du bekommst also den Pass aus Paraguay auch mit deiner deutschen oder deiner Schweizer oder natürlich auch deiner österreichischen Staatsbürgerschaft. Paraguay meldet natürlich nichts an diese Länder. Allerdings auch hier musst du natürlich als Österreicher extrem aufpassen, denn du würdest dann die österreichische Staatsbürgerschaft verlieren, wenn jemand in Österreich herausbekommt, dass du die Staatsbürgerschaft in Paraguay angenommen hast. Nichtsdestotrotz, auch in Deutschland, bevor das Gesetz geändert wurde, kenne ich viele Mandanten, die einfach eine weitere Staatsbürgerschaft angenommen haben. Wie gesagt, da gibt es ja in der Regel keine Meldung zwischen den Ländern. Aber auch hier würde ich natürlich Österreichern raten, vorsichtig zu sein. Du musst ja bei einem Antrag eines Passes bestätigen, dass du in der Zwischenzeit keine weitere Staatsbürgerschaft angenommen hast. Da müsstest du dann also im Falle, dass du die paraguayische Staatsbürgerschaft hast, aktiv lügen. Ob das wirklich intelligent ist, das sei jetzt mal dahingestellt. Wir kennen jedenfalls Mandanten, die haben neben der Staatsbürgerschaft in Paraguay noch einige andere, 2, 3 andere Staatsbürgerschaften. In Paraguay hat das bisher nie zu Problemen geführt. So, jetzt kommt etwas ganz Wichtiges. Mal angenommen, du hast jetzt 2 Jahre die temporäre Aufenthaltserlaubnis in Paraguay gehabt und dann 3 Jahre die Daueraufenthaltserlaubnis, also die unbeschränkte Aufenthaltserlaubnis. Du darfst jetzt nicht davon ausgehen, dass du den Pass aus Paraguay sehr schnell bekommen wirst. Du kannst ihn nach den 5 Jahren nur beantragen. Ich würde davon ausgehen, dass es realistischerweise 18 bis 24 Monate braucht, bis du den Pass in der Hand hältst, unter der Annahme, dass du Substanz in Paraguay nachweisen kannst. So haben wir es bei unseren Mandanten erlebt. Hast du keine Substanz in Paraguay, kann es noch Jahre länger dauern, beziehungsweise du bekommst diese paraguayische Staatsbürgerschaft möglicherweise überhaupt nicht. Wie lange also der Antrag dann bearbeitet wird, hängt entscheidend davon ab, wie viel Substanz du in Paraguay hast. Auf Englisch sagt man dazu Ties, das heißt, wenn du dort englische Texte dazu liest, wirst du vielfach von Ties hören, also Verbindungen zu dem Land. Ich komme gleich auf Details zu sprechen, auf die Substanz, die dort erforderlich ist. Aber jetzt rekapitulieren wir nochmal. 2 Jahre temporäre Aufenthaltsbewilligung plus 3 Jahre Daueraufenthaltsbewilligung plus 2 Jahre Wartezeit, bis der Passantrag bearbeitet ist. Also, wir reden locker von 7 Jahren, bis du die Staatsbürgerschaft in Paraguay hast, bis du den Pass tatsächlich in der Hand hältst. Also das heißt, nur dass es hier keine Missverständnisse gibt. Es ist selbstverständlich kein schneller Prozess. Wenn du schnell einen Pass brauchst, dann ist Paraguay sicherlich nicht die Lösung. Die schnellsten Pässe bekommst du über Citizenship by Investment, aber leider sind da natürlich die Preise ziemlich hoch. Deutlich schneller sind manche andere südamerikanische Länder, zum Beispiel Argentinien. Argentinien hat gegenüber Paraguay meiner Meinung nach auch den Vorteil, dass die Behördenvorgänge dort in gewisser Weise vorhersehbarer sind. Ja. Dort wirst du den Pass schon sehr viel schneller bekommen, insgesamt vielleicht in der Hälfte der Zeit, in der es in Paraguay dauert. Aber hier wird dann auch eine gewisse Anwesenheit in Argentinien notwendig sein. So, also schnell ist der Pass in Paraguay sicherlich nicht zu bekommen. Kommen wir jetzt auf die Frage der Substanz zurück, der sogenannten Ties. Wenn du die Staatsbürgerschaft in Paraguay beantragst, musst du deine Verbindungen zum Land nachweisen. Hier musst du dann von Regierungsabteilung zu Regierungsabteilung, von Ministerium zu Ministerium laufen und dir hier von verschiedenen Ministerien sozusagen Stempel auf deinem Antrag holen, die dann jeweils nachprüfen, ob du die entsprechenden Ties hast. Was können Ties zum Beispiel sein? Naja, die spanische Sprache, damit fängt es an. Spanisch musst du sprechen können. Und bei allen anderen Ties, die ich jetzt nennen werde, liegt es tatsächlich im Ermessungsspielraum der Behörden. Je besser du nachweisen kannst, dass du Beziehungen zum Land hast, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du die Staatsbürgerschaft schnell bekommst. Also, wie viel Zeit hast du in Paraguay verbracht? Lebst du dort mit deiner Familie? Gehen deine Kinder in die Schule? Hast du dort einen Wohnsitz? Hast du dort ein Unternehmen? Hat das Unternehmen Mitarbeiter? Hast du eine Steuererklärung eingereicht? Zahlst du Steuern in Paraguay? Bist du dort in der Community irgendwie aktiv und involviert, sozusagen auf ehrenamtlicher Ebene?
Das sind alles Details, die dir helfen, die Staatsbürgerschaft in Paraguay so schnell wie möglich zu erhalten. Je mehr Details du hast, wie gesagt, desto schneller geht es. Wie gesagt, meiner Erfahrung nach 18 bis 24 Monate, das ist, was du mindestens rechnen musst. Je weniger du dort anwesend warst, desto schwieriger, desto länger wird es dauern. Und auch hier wieder meine Meinung, der Prozess ist natürlich relativ unberechenbar. Die Mühlen malen langsam. Daher aus meiner Sicht sehr wichtig, dass man hier die richtige Unterstützung hat. Wir arbeiten mit sehr guten Anwälten in Paraguay zusammen, die dir vor allen Dingen schon natürlich im Vorfeld sagen können, was du am besten tun musst, um diese Substanz nachweisen zu können. Natürlich, mir ist völlig klar, du hast es wahrscheinlich nicht im Sinn, hier sehr viel Zeit in Paraguay zu verbringen. Aber vielleicht würde es zum Beispiel helfen, ein paar Monate direkt vor dem Antrag dort zu verbringen, auch wenn du danach dann wieder wegziehst, gerade mit Familie. Das ist jetzt aber nur ein Beispiel. Das heißt jetzt nicht, dass das in deinem Fall tatsächlich so gegeben sein muss. So, aber nun zum Abschluss natürlich die entscheidende Frage: Ist es eine gute Idee, die Staatsbürgerschaft in Paraguay zu beantragen oder nicht? Aus meiner Sicht ganz klar ja. Ich finde jeden Zweitpass eine sehr gute Idee. Wenn du die Möglichkeit hast, das irgendwie nebenher abzusitzen, ohne dass du jetzt hier viel Aufwand machen musst, was in Paraguay tatsächlich geht. Also wenn aufgrund deiner Lebensumstände das sich sowieso ergibt, dann ist das eine hervorragende Idee. Also so einen Pass, den du einfach mal so im Vorbeigehen mitnehmen kannst. Der paraguayische Pass ist jetzt auch nicht der schlechteste. Du kannst in 148 Länder einreisen. Für Schengen brauchst du ein Visum. Aber du kannst zum Beispiel dich in Lateinamerika relativ frei bewegen. Paraguay gehört zum Mercosur. Also daher sicherlich nicht der schlechteste Pass. Wenn du den so im Vorbeigehen, wie ich es gerade eben gesagt habe, mitnehmen kannst, hervorragend. Aber wichtig ist, dass du die richtige Erwartungshaltung hast. Schnell wirst du diesen Pass zwar nicht bekommen, aber auf der anderen Seite ist er kostenlos und du musst jetzt nicht wie bei einem der typischen Citizenship by Investment Programme hier einen hohen Betrag hinblättern. Daher also aus meiner Sicht absolut zu empfehlen, aber bitte hab realistische Vorstellungen, wie lange es dauert, was du dafür tun musst und lass dich hier anständig zu diesem Vorhaben beraten. Wenn Plan B, ausländische Staatsbürgerschaften, Umzug ins Ausland und Steueroptimierung auch für dich ein Thema sind, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes, als Mandanten genau bei solchen Fragen zu beraten. Auswanderung, Wegzug ins Ausland, Firmengründung im Ausland, Vermögen schützen, neues Vermögen aufbauen, einen Plan B zu entwickeln. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.